Hallo liebe Modellbahnerinnen und Modellbahner, ich stelle euch wieder ein Produkt vor und zwar eins, das es schon ein bisschen länger gibt, das gerade hier an mir vorbeirauscht. Das weiß ich nicht, ob ihr es seht, aber ihr hört es wahrscheinlich, Viele Achsen machen viel Lärm. Es geht um die Autotransporter von MF Train. Wenn ihr diese Verpackung schon mal irgendwo gesehen habt, ich glaube, die Farbe, an die erinnert man sich immer. MF Train ist ein kleiner spanischer Hersteller, der hat jetzt ein paar Auflagen exklusiv für Lemke produziert und ich muss ehrlich gestehen, auch dadurch ist er mir überhaupt erst aufgefallen. Diese Autotransportwagen sind Teil dieser exklusiv für Lemke Geschichte. Da gab es dann aber auch noch Planwagen. Das sind vor allem eben dreiachsige Wagen, die jetzt in Deutschland dafür so bekannt sind. Bitte nicht darauf achten, was ich jetzt hier da vorgehangen habe. Ich habe einfach nichts anderes Epochengerechtes gerade da. Aber wie gesagt, schon so oft gesagt, es geht ja sowieso weniger um die Vorbildtreue, sondern um das Modell an sich. Wir haben noch ein paar Varianten auf Lager und jetzt kommt natürlich die Frage, warum erzählst du uns das jetzt halt erst? Ja, weil demnächst viele neue Produkte von MF Train rauskommen und ich finde, dass der Hersteller es auch verdient hat, dass man ihn ein bisschen ins Gedächtnis ruft, beziehungsweise, dass man da überhaupt mal sagt, dass der existiert. Einige werden es natürlich wissen, einige sind immer besser informiert als die anderen. Von daher kurz nochmal die Vorstellung der alten Produkte, wo wir halt jetzt noch die Restbestände haben, in Vorfreude auf die neuen Produkte. Und ich kann euch sagen, dass wir jetzt auch direkt von MF Train ein paar Artikel bekommen, die nicht über Lemke vertrieben werden. Das sind aber tatsächlich wirkliche Exoten. Da bin ich schon sehr gespannt, ob jemand spanische Postwägen bei uns kauft. Aber wenn die da sind, genauso wie die Containerwägen, dann gibt es natürlich auch ein Video dazu. Wie immer bitte der Hinweis, wenn euch unser Video gefällt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Aber wir sind vor allem Händler, beziehungsweise ich bin vor allem Händler. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dann die Produkte auch bei mir kauft. So. Also, die Autotransportwagen sind wie gesagt Dreiachser. Jetzt ist mein Mikro runtergefallen. Wird schon noch funktionieren. Sind wie gesagt Dreiachser und haben zwei Ebenen. Ja, soweit so gut. Es sind anscheinend, munkelt man, europaweit unterwegs, also sowohl bei der SNCF als auch bei der Schweizer Bahn und auch in Belgien. Eine belgische Variante gibt es auch. Aktuell gibt es noch 3 lieferbare Varianten, je nachdem, wann ihr dieses Video einfach anschaut. Die Wagen sind wunderbar detailliert. Ich weiß, ich sage sehr oft wunderbar, aber sie sind wunderbar detailliert. Ihr habt sehr viele kleine Zurüstteile, Leiterchen, die Geländer sind relativ fein, da muss man ein bisschen aufpassen bei den Geländern. Es ist sogar angedeutet, dass man die Bühnen, wo die Autos dann rauf und runter fahren, bewegen könnte. Kann man aber nicht. Also das habe ich an meinem Wagen, den habe ich jetzt hier, den habe ich ein bisschen geschunden, muss ich ehrlich sagen, weil ich fand das so faszinierend, dass hier das so aussieht, als könnte man es bewegen, aber naja, ich habe es halt nicht runtergekriegt. Also man kriegt es, doch, man kriegt schon runter. Man sieht es jetzt hier vielleicht. Ist aber jetzt nicht unbedingt zum Nachmachen empfohlen, möchte ich ganz ehrlich sagen, auf eigenes Risiko. Genauso auf eigenes Risiko habt ihr ja diese Ladeklappen, da blende ich euch was ein, die könnt ihr auch bewegen. Das ist ja so niedlich. Also ihr könnt praktisch eine Ladeszene richtig nachstellen. Allerdings auch wirklich auf eigenes Risiko. Das ist so fein, da müsst ihr wirklich sehr gut aufpassen. Der Druck ist wunderbar und es sind sehr, sehr viele Details und sehr viele Druckgeschichten drauf. Wie weit die vorbildgerecht sind, bleibt jedem selbst wieder überlassen, dass er sich da selber informiert. Wie sieht es mit der Rollfähigkeit aus? Ich habe hier den absoluten Goldstandard des Rollens. Das ist der Kato Orient Express Wagen. Dann muss man hier oben mal hin. Wie oft fällt mir jetzt das Mistding noch runter? So, und den halte ich jetzt an die Brücke und ihr seht, ja, also das ist schon etwas leichteres als das habe ich, wenn der Tisch jetzt hier leicht schief wäre, was er natürlich nicht ist, weil ich super gearbeitet habe, dann würde die ganz langsam, ganz leicht wegrollen. Also diese Kato Orient Express Wägen sind schon wunderbar. Jetzt nehmen wir uns mal den MF Train. Also allein wenn ich jetzt schon ihn schubse, der nimmt sich da nichts. Jetzt lasse ich ihn aus der Brücke wieder los. Ja, ist sogar noch ein bisschen weiter in die Kurve rein.
Das liegt natürlich auch daran, dass es einfach eine Achse weniger ist. Die Technik an sich ist ganz nett. Ich finde es sehr gut, dass die Kurzkupplungskinematik, denn dieses Modell hat eine Steckkupplung, mit einer Springfeder, also einer runden Feder ist und nicht mit einem Federstäbchen. Weil wenn man doch mal irgendwas machen muss, dann A, findet man die leicht wieder und B, geht sie überhaupt nicht so leicht verloren wie die anderen. Wir haben auch den Wagenboden sehr schön detailliert. Rundum ein sehr schönes Modell. Was tatsächlich ganz nett ist, ist auch, dass man diese Riffelbleche hat, die wirklich auch in der Bewegung immer noch so drin bleiben. Also finde ich jetzt ganz nett. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, das ist voll unrealistisch. Aber ich bin ja das Spielkind, ne? Die Kupplungen sind auch wirklich sauber. Also wir kommen hier durch schöne enge Radien durch. Hier ist ja auch gar nicht mal so ein großer Radius. Das sieht wahrscheinlich, im Fernsehen sieht alles fetter aus und vielleicht auch ein bisschen größer. Wie gesagt, das war vor allem, dass ich euch mal den Hersteller ins Gedächtnis rufe. Denn ich habe gestern die Vorkasserechnung bezahlt. Wir haben fleißig bestellt bei MF Train. Vielleicht sind ja die Wägen schon was für euch. Ah ja, da wollte ich ja noch sagen. Hier, übrigens, was passt rein? Ja, also unten, das wird schwierig. Die Opel-Geschichten von Lemke. Die Opel-Geschichten von Minis bei Lemke, die passen da wunderbar rein. Ansonsten muss man tatsächlich schauen, wenn man den beladen will. Es ist echt, ja, es ist, ja. Ich muss jetzt dazu sagen, das ist natürlich ein Oxfords-Modell. Das heißt, wir haben hier britisches Spur N, die sind von Haus aus ein Dutzerle größer. Aber was liegt denn hier noch rum? Ah, hier haben wir noch eine alte DS, die ist von Viking. Schauen wir mal. Ja, selbst die geht da nicht rein. Die kriege ich nicht rein. Nö. Gehen wir mal zu meinem Ding, wo ich aus Versehen kaputt gemacht habe. Ja, wenn ich das jetzt da reinstopfe, dann kriege ich die nie wieder raus. Stopf. Nein. Also selbst eine flache DS ist echt schwierig. Vielleicht ist es ein reines Cabrio-Autotransporter-Gedöns. Oben könnt ihr natürlich draufstellen, was ihr lustig seid. Ja, also so irgendwas Flaches. So ein Coupé, ganz flach. So ein Sportwagen. Mazda RX-5. Heißen die so? Weiß ich gar nicht mehr. Ein E-Type vielleicht, die sind ja auch relativ flach. Da müsste man rumprobieren, weil jetzt hebelt es tatsächlich die Laderampe hoch mit der DS. Ich habe immer gedacht, dass die DS schon relativ niedrig ist. Aber das da schweife ich jetzt ab. Wenn euch das Produkt gefällt, schaut gerne bei mir im Shop vorbei. Seid gespannt auf die Neuheiten von MF Train, die hoffentlich noch im November zu uns kommen, je nachdem, wann ihr dieses Video anschaut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei mir kauft und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Daniel von spurendteile.de. Oh nein, wir sind Gleist. Ach ja, ich habe den ja so blöd abgehangen. Ja, er kann auch entgleist fahren. Schauen wir mal, ob die Weiche ihn eingleist. Nee, die Weiche hält ihn einfach nur auf.